Also der Krieg der Raketen, so will ich das mal formulieren, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir die Lieferung der Antipersonenminen. Das Ganze soll also aber in einer ganz anderen Region, nämlich im Osten der Ukraine, dann eingesetzt werden. Da heißt es jetzt auch, die sollen mit einem Zeitlimit versehen werden, also dass es nicht langfristig dort auch Schäden ausführt. Aber das ist doch eine ganz andere Botschaft. Das ist doch eher die Einsicht in die Tatsache, dass man eben offensiv seitens der Ukrainer da nicht mehr vorankommt. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin zutiefst erschrocken. Das mag daran liegen, dass ich leider persönliche Erfahrungen mit Antipersonenminen habe. Ich habe selber 1999 in so einem Minenfeld gelegen und habe dort Menschen gerettet, unter anderem 2 Kinder, denen die Beine weggeflogen waren, weil sie versehentlich in so ein Minenfeld gekommen waren. Nicht umsonst sind diese Antipersonenminen geächtet. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin erschrocken, dass die Amerikaner dieses schlimmste aller schlimmen Mittel liefert, weil diese Minen sind nicht kontrollierbar, auch nicht in der neuen Generation. Und diese Waffe ist ja nicht umsonst geächtet. Und ich persönlich halte überhaupt nichts von der Maßgabe Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dabei bleibt der Rechtsstaat einfach auf der Strecke liegen. Das Ziel ist völlig klar. Die Russen haben ihre Taktik geändert. Die Russen gehen nicht mehr frontal zunächst mit schweren Waffen, also mit Panzern und Schützenpanzern vor. Sie haben aus der Vergangenheit gelernt. Sie schicken offensichtlich Infanterie nun voraus, also Soldaten zu Fuß, um Lücken zu erkennen, um Lücken auszuspionieren, um dann dort, wenn sie Lücken gefunden haben, mit schwerem Gerät zu folgen. Und dagegen sollen diese Antipersonenminen natürlich helfen. Und sie sind natürlich auch ein durchaus probates Mittel. Ich sage nur nochmal, diese schreckliche Waffe gehört auch weiterhin geächtet, egal von wem.